Guten Morgen, es ist jetzt kurz vor 4. So, diesmal geht es ganz schön früh los, weil die Deutsche Bahn überpünktlich ist und der Meinung war, den Zug schon mal eine Stunde früher fahren zu lassen. Also ab zum Bahnhof. Da sind wir hier in der ersten Klasse, damit sich das auch ein bisschen lohnt für uns. Und die Mutti guckt sich da mal schön im Menü was aus. Wir wollen ja schließlich nicht hungrig ankommen. Wir sind in Cuxhaven angekommen, genauer gesagt am Strand von Dunen. Die Nordsee zeigt sich bei eintretender Ebbe in ihrer beeindruckenden Dynamik. Es ist ein sonniger Tag und obwohl die Temperaturen langsam abkühlen, wagen sich einige Mutige noch in die Wellen. Gleichzeitig tanzen zahlreiche Kitesurfer auf dem Wasser, die den kräftigen Wind für ihre spektakulären Sprünge und Manöver nutzen. Unser Weg führt uns entlang des Deichs mit dem weiten Blick über die Nordsee und das Wattenmeer. Nach einem gemütlichen Spaziergang erreichen wir ein Wahrzeichen der Region, die Kugelbarke. Dieses historische Seezeichen aus Holz markiert den Übergang von der Elbmündung zur offenen Nordsee. Gleichzeitig weist sie auf die breiteste Stelle der Elbe hin, die hier beeindruckende 13 Kilometer misst. Die Kugelbarke diente früher als Orientierungspunkt für Schiffe, bevor sie die Elbe befuhren oder in die Nordsee hinausfuhren. Heute ist sie eines der bekanntesten Wahrzeichen Cuxhavens und ein beliebtes Ziel für Spaziergänger. Sie symbolisiert die maritime Geschichte und die besondere Verbindung dieser Region zum Meer, ein Ort, der Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet. Ich stehe jetzt hier vor dem Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven. Wollen wir mal gucken, wie das damals so war, als die Leute rüber nach Amerika gemacht haben. Das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven nimmt uns mit auf eine bewegende Zeitreise in die Geschichte der Auswanderung. Hier, an einem der größten europäischen Auswandererhafen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, starteten Millionen Menschen ihre Reise in eine ungewisse Zukunft. Wir erleben, wie die Auswanderer damals am Hafen warteten, beladen mit Gepäck und Hoffnungen auf ein besseres Leben. Die Stimmung war geprägt von Abschiedsschmerz, aber auch von Aufbruchsstimmung. Schließlich betraten sie das Schiff, das sie über den Atlantik bringen sollte. Im Inneren zeigt das Museum die beengten und oft schwierigen Zustände während der Überfahrt, die sich je nach Epoche und sozialem Status unterscheiden. Von der Enge der Zwischendecks im 19. Jahrhundert bis hin zu den etwas moderneren Bedingungen auf späteren Dampfschiffen. Die Ausstellung macht deutlich, wie schwerlich diese Reise für viele Menschen war. Nach der langen Seereise erwartete die Auswanderer ein weiterer nervenaufreibender Moment, die Ankunft in New York und der Gang durch die Einwanderungsbehörde auf Ellis Island. Hier wurden Gesundheits- und Identitätsprüfungen durchgeführt, die darüber entschieden, ob ein Traum in Erfüllung ging oder zerplatzte. Wer die Prozedur erfolgreich meisterte, setzte seinen Weg oft zur Grand Central Station fort, dem zentralen Verkehrsknotenpunkt, von dem aus viele ihr neues Leben in den Weiten Amerikas begannen. Das Deutsche Auswandererhaus macht diese Geschichten auf beeindruckende Weise lebendig. Mit interaktiven Ausstellungen, Originalobjekten und persönlichen Schicksalen vermittelt es nicht nur historische Fakten, sondern auch die Emotionen und Herausforderungen der Auswanderung. Auf einer Hafenrundfahrt in Bremerhaven erleben wir das geschäftige Treiben eines der größten Frachthäfen Europas.
Vorbei an imposanten Containerschiffen, riesigen Nass- und Trockendocks und endlosen Reihen von Containern wird deutlich, wie wichtig dieser Hafen für den globalen Handel ist. Hier verbinden sich modernste Technik und jahrzehntelange Tradition. Ein beeindruckender Blick hinter die Kulissen der Logistik. Das Aeronautikum Nordholz führt uns in die faszinierende Welt der Luftschifffahrt. Am Anfang stehen Visionäre wie Graf Ferdinand von Zeppelin und Karl Lanz, deren technische Innovationen die Ära der majestätischen Luftschiffe prägten. Ihre Entwicklungen ermöglichten spektakuläre Reisen und schrieben Luftfahrtgeschichte. Doch der Traum vom Himmel endete jäh mit dem tragischen Unglück der Hindenburg 1937. Dieses Ereignis markierte das Ende der großen Luftschiff-Ära, aber ihre beeindruckende Geschichte lebt hier weiter. Des Weiteren entdecken wir die spannende Geschichte der Marineflieger, die sich in den Bereichen Marine Ost und West entfaltet. Hier erfahren Besucher, wie die Seeflieger seit ihrer Gründung dazu beitrugen, die Seewege zu sichern und maritime Einsätze zu unterstützen. Mit beeindruckenden Exponaten, historischen Karten und multimedialen Installationen wird die Entwicklung der Marinefliegerei anschaulich erlebbar gemacht. Im Außenbereich erwartet die Besucher eine beeindruckende Sammlung von Flugzeugen und Hubschraubern der Marine. Darunter befinden sich historische Maschinen wie die legendäre Brigade Atlantic, die jahrzehntelang zur Seeaufklärung eingesetzt wurde, und moderne Modelle wie der Sea King, ein vielseitiger Marinehubschrauber. Einige dieser Luftfahrzeuge sind sogar begehbar, was die Möglichkeit bietet, die Technik und Arbeitsumgebung der Besatzung hautnah zu erleben. Dieses Zusammenspiel von Innen- und Außenbereich macht das Aeronautikum zu einem einzigartigen Ort, der die Geschichte und Bedeutung der Marinefliegerei auf faszinierende Weise lebendig werden lässt.